Freundinnen und Bekannte wechseln gerade munter ihre Arbeitsstellen und sind damit sehr glücklich. Also frage ich mich, gefällt es mir eigentlich in der Bibliothek? Oder wie es die Frau aus der Personalabteilung formulierte, entspricht die neue Position meinen Stärken und kann ich mein Potenzial voll ausschöpfen? Ich finde ja, das Potenzial voll ausschöpfen zu können, ist ein ziemlich hoher Anspruch an einen Job. Marcus Buckingham schreibt in seinem Buch Love and Work, man müsse bei der Arbeit nicht nur Dinge tun, die man liebt. Aber man solle mindestens 20% seiner Arbeitszeit spezifische Dinge tun, die man liebt, um weniger anfällig für ein Burnout zu sein. Woher weiß man, was man liebt, was seine Stärken sind? Buckingham schreibt, man solle auf 3 Zeichen achten. Wozu fühle ich mich instinktiv hingezogen? Was bringt mich in einen Flow-Zustand? Und wo lerne ich besonders schnell dazu? Es geht also nicht nur darum, was man gut kann. Ich habe nun einen Monat lang aufgeschrieben, womit ich mich beschäftigt habe. Erst einmal, um festzustellen, ob ich überhaupt das mache, wofür ich eingestellt wurde, weil bei uns ständig irgendetwas dazukommt, was halt auch noch erledigt werden sollte. Ich kam auf 11 verschiedene Arbeitsbereiche und eine Restgruppe mit Administrationskram und allem, was ich nicht so genau zuordnen konnte. Das ist schon ziemlich viel. Je mehr Dinge man macht, desto weniger Zeit hat man für die einzelnen Aufgaben oder Projekte. Aber im Januar habe ich mich tatsächlich zu einem guten Teil der Arbeitszeit meinen Hauptaufgaben gewidmet. Dann habe ich mir jeweils am Ende des Tages überlegt, was mir besonders gefallen hat und was gar nicht. Und das möglichst spezifisch. Das Was sei wichtiger als wer und warum steht in dem Buch. Wenn man also den ganzen Tag Dinge macht, die einen auslaugen, dann nützen auch keine netten Kolleginnen oder ein relevantes Ziel der Organisation, schreibt Buckingham weiter. Nun, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass interessante Aufgaben in einer toxischen Umgebung, also ein tolles Was mit schwierigem Wem, auch nicht funktioniert. Aber zurück zum Buch. Man soll ja schon beim Bewerbungsgespräch auf das Arbeitsklima achten. Der Zug ist abgefahren, ich arbeite ja schon ein paar Jahre in der Bibliothek. Aber gehen wir die 5 wichtigsten Fragen, also die Minimalanforderungen, einmal durch. Was ist der Auftrag oder die Mission der Organisation? Der Auftrag soll relevant sein, spezifisch, also kein allgemeines Blabla. Aus meiner Sicht ist das gegeben. Wie viele Personen berichten direkt dem Direktor? Das sollten weniger als 10 sein. Welches formelle Programm wird angeboten für die Einführung von neuen Mitarbeitenden? Ich glaube keines, da macht im Moment jede Abteilung, was sie will. Wie oft treffe ich mich mit meiner Teamleiterin, um meine Prioritäten und meine Leistung unter 4 Augen zu besprechen? Da sollte die Antwort lauten, wöchentlich. Ist bei mir aber eher jährlich. Natürlich kann ich von mir aus immer das Gespräch suchen, aber das zeigt nicht, dass das Gespräch zwischen Leitung und Mitarbeitenden eine Priorität in der Organisation hat. Dieses Check-in sollte wöchentlich stattfinden und die Themen enthalten: Welche Aktivitäten haben dir letzte Woche besonders gut gefallen? Welche hast du besonders gehasst? Welche Unterstützung brauchst du von der Teamleitung? Unterstützt die Organisation meine Weiterbildung in irgendeiner Weise? Ja, das macht sie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der finanziellen oder zeitlichen Unterstützung bei Weiterbildungen. Zusammengefasst ein mittelmäßiges Ergebnis für die Organisation. Wie ist das nun mit meinem Arbeitsalltag? Was liebe ich an meiner Arbeit? Wie ich mir notiert habe, Zahlen, Daten, anspruchsvolle Inhalte, mit bestimmten Leuten zusammenzuarbeiten, mir neues Wissen anzueignen oder zu generieren, komplexe Probleme zu lösen, meine Erfahrungen einzubringen. Ich mag konzentriert länger an etwas arbeiten, statt überall herumzuwuseln. Das ist jetzt überhaupt nicht spezifisch für die Bibliothek. Die Bibliothek mit ihrem Auftrag ist das Warum und mein Arbeitsalltag ist eben das Was. Verbringe ich mindestens 20% meiner Zeit mit diesen Dingen, die ich eben gerade aufgezählt habe? Ich weiß es nicht, so genau habe ich das nicht erfasst. Aber ich sollte mehr darauf achten, damit ich am Ende des Tages nicht nur das mitnehme, was mich genervt hat, sondern etwas finde, das ich gern gemacht habe. Buckingham schlägt vor, schon am Morgen ein paar Minuten darauf zu verwenden, sich zu überlegen, welche Aktivitäten oder Momente einem ein gutes Gefühl geben werden. Das müssen keine großen Dinge sein, sondern kleine Dinge, aber dafür häufiger. Das bringt mehr Freude. Aber man muss darauf achten, sich nicht ablenken lassen, sondern aufmerksam sein. Jeden Tag.